Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch, wie man fluffige Burgerbrötchen macht. Als erstes wiegen wir uns 500 Gramm Mehl ab, eine Packung Hefe, dann tarieren wir die Waage, geben 10 Gramm Salz hinzu, tarieren das Ganze nochmal, 40 Gramm Zucker, tarieren nochmal und jetzt zum Flüssigen ein Ei, 2 Esslöffel Butter und dann stocken wir auf 300 Gramm Wasser auf. Das Ganze kneten wir jetzt für mindestens 5 Minuten, bis wir einen geschmeidigen Teig haben. Jetzt formen wir den Teig zu einer schönen Kugel. Und geben ihn in einer Schüssel mit ein wenig Öl. Decken das Ganze ab und lassen es für mindestens 1 bis 2 Stunden gehen. Wenn der Teig schon aufgegangen ist, geben wir ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche und stechen uns ein Stück ab. In unserem Fall brauchen wir ein etwas größeres, länglicheres Brötchen. So wiegen wir uns 140 Gramm ab. Formen es wie vorher den großen ganzen Teig zu einer kleinen Kugel. Zupfen unten die Enden zusammen und schleifen das Ganze auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche. Jetzt bringen wir den Teig in die gewünschte Form, indem wir ihn immer wieder platt drücken und einrollen von oben. Wenn alle Brötchen geformt sind, ab damit auf ein Backblech, ein bisschen mit Mehl bestreuen. Und vorsichtig mit Folie abdecken. Das Ganze lassen wir jetzt an einem warmen Ort so lange aufgehen, bis es sich ungefähr verdoppelt hat. Jetzt nehmen wir uns ein Ei und verquirlen es mit einem Schuss Milch oder Wasser. Wer mag, kann seine Brötchen mit einer Rasierklinge oder scharfem Messer einritzen und am Schluss mit Sesam oder wie in unserem Beispiel hier mit Semmelbrösel bestreuen. Die Brötchen wandern in den 180 bis 200 Grad vorgeheizten Backofen für ungefähr 12 bis 15 Minuten. Wenn die Brötchen schön goldbraun sind, raus aus dem Ofen und sofort mit einem Tuch abdecken, bis sie komplett ausgekühlt sind. So bleiben sie schön weich und fluffig. Und das Video zu diesem Burger findet ihr oben rechts in der Infocard oder am Ende dieses Videos. Wer das Ganze mal nachbasteln will, hier nochmal die kompletten Zutaten. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sind Böhmew, guten Hunger und bis zum nächsten Mal.